weiß nicht mehr, was ich gefragt habe. Irgendwas habe ich gefragt und dann war dieses Bild so ultra stumm. Und irgendwie fand ich es voll krass, dass da so gar kein Dialog zustande kam. Und dann habe ich heute Morgen in der Bahn ein Buch gelesen und da hat so ein Charakter sowas ultra Dummes gesagt. Und am liebsten hätte ich direkt gesagt, stopp, halt. Was soll das? Und das Buch war dann so, halt ein Buch, das hat irgendwie gar nichts gesagt. Und irgendwie hat mich das voll frustriert, dass ich so gar nicht in den Kontakt treten konnte mit irgendwas, was in diesem Buch stand. Obwohl ich irgendwie so viel dazu zu sagen hätte und so viel wichtiger vielleicht auch noch gerne irgendwie was erfahren hätte, was das überhaupt alles bedeuten soll, was diese Person da gesagt hat. Das hat mich irgendwie enttäuscht. Ja. Aber verstehst du, was ich meine? Also... Ist ja voll schade irgendwie, dass man immer so Aussagen ausgesetzt ist. Und dann will man die irgendwie hinterfragen und dann kann man das auch alleine machen. Aber man ist halt die ganze Zeit alleine damit. Und man kann überhaupt nicht auf den Kern dieser Aussagen irgendwie mehr zugreifen. Nur weil die Person das halt irgendwie das Bedürfnis hatte, das festzuhalten, anstatt es irgendwie rauszuposaunen und zu sowas Allgemeinem zu machen. Und stattdessen steht es irgendwie so verknüpft mit so einem Autor oder so. Aber du musst ja auch erstmal jemanden finden, der sich dafür interessiert. Also du kannst ja nicht einfach alles rausposaunen. Also ein Gespräch findet ja immer zwischen mindestens zwei Menschen statt. Und wenn du nun niemanden hast, der mit dir darüber redet, dann musst du es halt aufschreiben. Aber ich finde es irgendwie schade, weil, also, dadurch habe ich ja niemals ein Gespräch zum Beispiel mit einem Buch. Obwohl ich vielleicht die Gedanken davon voll spannend finde. Und dann fände ich es irgendwie cooler, wenn man einfach die Leute herausfordern würde, zu denen hingehen würde und sagen würde, hey, ich habe mir gerade was gedacht. Was hältst du davon? Ja, aber wenn ich all deine Fragen einfach Antworten, die du dazu auch zu dem Thema hast, einfach in ein Buch aufschreiben würde, sodass ich nicht das Buch könntest du ja dann jeden Schritt, den das interessiert. So, also das wird machen. Aber sonst erwische ich halt aber auch 1000 Leute, die es vielleicht überhaupt nicht interessiert. Und dann verläuft sich das einfach so im Sand. Aber wenn nie jemand etwas aufschreiben würde, dann gäbe es Sokrates auch nicht. Ja, und was hat Sokrates jetzt damit zu tun? Ich hab solche Angst vor der Sicherheit, die mich umgibt. In einer Welt ohne Teufel und Gott steht jedes Wissen in Frage. Ich träume von der einen Wahrheit.
Gibt es einen weiseren Mensch als Clemens? Nein. Komm zu mir, guck mich an, schau nach oben und sag, was du siehst, wenn du einen Blick in den Himmel wagst. Es erschlägt dich, ist unendlich, unerreichbar weit. Sag mir, was kommt nach dem Mond und all der Dunkelheit. Es ist nicht leicht zu verstehen, was all das heißen soll. Wie jedes kleine Ding eine Bedeutung haben soll. Ich geb mir Mühe, all die Zeichen zu verstehen. Doch am Ende hab ich wieder nichts gesehen. Ich schau hoch, sehe nichts. Alles pink, ich seh dich. Seh die Wolken, wie sie übern Himmel fliehen. Kann mich dieser Schönheit einfach nicht entziehen. Doch am Ende hab ich wieder nichts gelernt. Steh am Ende auf dem gleichen hellen Stern. Hab noch immer nicht begriffen, was da alles leuchtet und was das Leben, all die Schönheit hier bedeutet. Ich habe ein leeres Buch geschenkt bekommen. Jetzt ist es an mir, das zu füllen. Was tut man in so ein Buch? Man sollte wohl nicht jeden Gedanken aufschreiben, sonst macht man sich noch lächerlich. Ich habe sehr gut geschlafen. Heute ist Vollmond, schon wieder. Da vorne liegt ein Schal, der Arme. Warum habt ihr ihn liegen lassen? Egal auch. Für den Schal macht das jetzt keinen Unterschied mehr. Am Ende ist Eifersucht wohl auch nur ein Ausdruck von Unsicherheit. Unsicherheit, der große Feind von allem und jedem. Deshalb ist der Geist erirrt. Ich irre, also bin ich. Irren, gleich denken, gleich sein. Welch großer Gedanke. Ist der Gedanke das Papier nicht wert, auf dem er steht, so hat er alles Recht, festgehalten zu werden.
ist er doch die Manifestation des Leidens. Blamage. Daher rührt sie also die Angst vor den weißen Seiten. Nur ein Idiot ist dieser Erklärung bedürftig. Ist die Welt das Göttliche, ist der Mensch das Natürliche. Dann irrt der Mensch nicht, doch er irrt. Es ist die Natur, die niemals zögert, der Bach, der immer fließt. Es ist der Mensch, der sich vormacht, er habe eine Wahl. Es ist der Mensch, der behauptet. Es ist die Feststellung, ich habe eine Idee. Wer die Wahrheit hält, ist der größte Narr. Lügner sind das nicht. Doch wer die Lügen spricht, verrät sich selbst. Es ist der Mensch, der peinlich ist, der Mensch ist. Nur ein Idiot würde eine solche Erklärung schreiben.
bin auf der Suche. Ich sehne mich nach der Weisheit. Ich will alle Irrwege vermeiden und am liebsten auf direktem Wege zu ihr gelangen. Es ist so schön, ihr nahe zu sein. Wenn wir uns berühren, dann durchfährt ein Kribbeln meinen ganzen Körper. Ich habe in ihrem Schoß gelegen und mich so geborgen gefühlt. Da wurde mir was klar. Irgendwas hat sich verfestigt. Ich will sie schmecken. Ich will in sie eindringen, von innen spüren. Ich will nichts hören außer meinen Namen aus ihrem Mund, ganz dicht an meinem Ohr.
ja diese Würstchen noch von dir auch. Meine Güte. Saftig. Oh, das ist noch ein bisschen roh, würde ich aufpassen. Die darfst du nicht essen. Oh, stimmt. Herrlich. Sagen wir Bescheid. Danke. Danke. Ihr seid so gut zu mir. Ich glaube, wir essen Leute, Ja, wir halten jetzt alle mal eine Lobrede auf die Liebe, oder? Ja. Okay, ich fange an. Also, die Liebe ist ja das Allergrößte und Allerwichtigste, was uns Menschen in unserem Leben zuteil wird. Und das haben auch schon alle Großen der Kunst und Kultur gesagt. In jedem Film, in jedem Lied, in jedem scheiß Gemälde geht es eigentlich fast immer um Liebe. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you. Let me love you. Genau, und ein Leben, das erfüllt und glücklich sein soll, geht nicht nur durch Familie und Freunde und Geld und Arbeit. Am Ende funktioniert all das nicht ohne die Liebe. Ich meine, denk mal drüber nach. Vor nichts schämt man sich so sehr, als vor demjenigen, den man liebt, wenn man irgendwas Blödes gesagt hat, Scheiße gebaut hat, sich inadäquat ausgedrückt hat. Und man will eigentlich nur für die Person, dass sie stolz auf einen ist. Dass man genauso geliebt wird, wie man selber liebt. Indem man eben ein guter Mensch ist. Indem man sich von seiner besten Seite zeigt. Und deswegen, und das klingt kitschig, aber die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle einander lieben würden. Also wenn ich dazu was sagen darf. Ja. Ist es ja so, dass die Menschen früher ganz anders aussahen und ganz anders waren. Sie hatten 4 Arme, 4 Beine, einen Kopf mit 2 Gesichtern, was noch, 4 Füße natürlich auch. Und waren extrem mächtig, extrem stark und auch fast schon eine Bedrohung für die Götter. Und irgendwann wurde denen das auch ein bisschen zu gefährlich. Dann haben sie sich überlegt, okay, wollen wir sie jetzt auslöschen oder nicht? Und haben sich dagegen entschieden, weil sie die Opfergaben nicht auf die verzichten wollten. Und haben dann, meinte Zeus, ey, wir teilen den einfach in der Mitte durch, den Menschen. Dann haben wir doppelt so viele Opfergaben und die Leute sind nicht mehr so schnell, nicht mehr so stark und nicht mehr so komplett. Und wie war das dann? Dann wurde der Mensch zerschnitten in der Mitte durch, vorne so zusammengenäht, quasi da, wo der Bauchnabel ist. Und am Anfang war noch das Gesicht am Hinterkopf, was dazu geführt hat, dass die Menschen, die ja gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt und so die andere Hälfte gesucht haben, regelrecht verdurstet sind und gestorben, wenn sie sich also erstmal gefunden haben und umarmt haben, in den Arm genommen haben.
Und ja, dann musste nochmal korrigiert werden. Und dann wurden die Geschlechtsteile vorne hin gemacht, dass jedes Mal, wenn die Menschen sich umarmen, ein Kind entstand, weil die Geschlechtsteile sich verbunden, miteinander connecteten. Ja, und seitdem ist es eigentlich die permanente Aufgabe des Menschen, seine andere Seite zu finden. Und er strebt halt danach, weil in dem Moment, wo er es schafft, ist die komplette Liebe da, die Vollkommenheit, Freundschaft. Und ich glaube, wenn der Mensch könnte, würde er natürlich auch für immer wieder zusammengenäht werden. Aber da muss er natürlich aufpassen. Man könnte ihn auch nochmal zerteilen, dann hat er nur noch einen Arm und ein Bein. Aber dann ist er nicht mehr so mobil und das macht dann auch keinen Sinn. Genau, und das ist irgendwie für mich Liebe. Ja, krass. Und die 3 großen Folgen fallen jetzt in den Salat. Und das sind die Gurken. Dann noch eine jetzt. Eine kommt in den Salat, andere keine Ahnung. Eine für mich jetzt. Und nee, den Rap. Oder beides. Oder egal. Ja, scheißegal. Sag mal die Hälfte. Was machen wir mit dem Spinat? Ah, okay. Ja. Hast du auch die Zickzack-Schere? Nein. Ich hatte mal Das ist heute ein besonderer Tag. Boah. Das ist stark. Ich auch nicht. Heute Muss man muss sich echt natürlich jetzt auch noch sein. coole Designs mitmachen. Aber dann ist es auch immer so Papier geschnitten. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht noch eine Runde Bier bei. So wie wenn die Schwäne ihre Flügel umgeknickt haben. Für euch ist Liebe Gott. Liebe ist eine Idee, ein Aufstieg. Aber für mich war Liebe nie oben, sondern immer unten. Liebe merkt sich Geburtstage, holt Haare aus eurem Abflusssieb. Liebe verläuft sich in Lebensläufen. Liebe merkt sich, wer keine Milch mehr trinkt. Liebe ist die Hand auf den Rücken, im Bus. Und Liebe poliert Sätze, bis sie ganz weich sind. Liebe ist der Schulterblick. Die Sprache der Liebe ist eigentlich ganz, ganz klein. Nur eure Hände. Eure Hände sind viel zu groß. Luis, das sieht aber lecker aus. Was kochst du denn da? Linsensuppe. Timo, freust du dich schon auf die Linsensuppe? Ja, für ganz türkische Linsensuppe. Türkische Linsensuppe. Nur mal links rumdrehen. Mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Immer gegen den Uhrzeigersinn. Aha, Wenn Vollmond ist. wir haben keinen Vollmond. Also fast so. Mehr als die Hälfte ist noch, das sollte sinnvoll sein. Ich habe mir da sogar schon mal Gedanken zu gemacht. Ich habe die auch mal aufgeschrieben. Wenn ihr wollt, kann ich daraus vortragen aus meinen Notizen. Ja, die Liebe, da gibt es eben das gute Lieben und da gibt es das schlechte Lieben. Das ist ein bisschen wie mit dem Trinken. Ja? Man kann sich ganz simpel und dumm die Birne voll saufen lassen, aber so wie wir das machen, edel und bedacht im Genuss, das ist ein gutes Trinken. Und so ist es mit der Liebe auch. Man kann schlecht lieben, man kann nur auf den Körper der anderen Person fokussiert sein, nur nehmen wollen, schnell ans Ziel kommen.
Aber das gute Lieben hingegen, das ist darauf aus, den schönen Verstand des Menschen zu lieben und den Mensch als solchen zu lieben, nicht seinen Körper. Und wir als hohe, edle Gesellschaft, wir lieben so freiwillig, weil wir es für gut befinden. Aber man sollte es auch den dummen Menschen, den primitiven Menschen vorschreiben. Und genauso ist es mit den Beziehungen, den sexuellen Beziehungen, die man eingeht. Dumme, primitive Gesellschaften gehen schnell sexuelle Beziehungen ein und brechen sie wieder. Und es spielt gar keine Rolle, es hat keine Bedeutung. Autoritäre Gesellschaften hingegen verbieten ganz sexuelle Beziehungen, weil die Autoritäten diese Beziehungen fürchten, weil die Menschen dadurch vereint und stärker werden. Aber in unserer hohen Gesellschaft haben die sexuellen und romantischen Beziehungen einen hohen Stellenwert. Aber man darf sie nicht unüberlegt eingehen. Man muss eine gründliche Prüfung vorher machen der anderen Person. Und das geschieht durch eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Man jagt die eine Person, sie flieht von einem und so prüft man sich gegenseitig, ob man es wert ist, geliebt zu werden. Und diese Beziehungen sind dann edel und wertvoll. Und man darf sie auf keinen Fall in jungen Jahren zu schnell eingehen. Weil dann wird es immer sehr schnell gefährlich, weil dann liebt man eine Person vielleicht nur wegen des Körpers oder wegen des Geldes oder wegen des Status der Person. Aber das soll man nicht, sondern wegen des hohen Geistes der Person, der edlen Vernunft. Das ist es, was man lieben sollte. Und ja, diese Prüfung ist sehr wichtig, damit diese edlen Beziehungen entstehen können. Und es ist unsere Pflicht als hohe, edle Gesellschaft, die schöne Liebe, die ich gerade beschrieben habe, zu verteidigen, für sie zu kämpfen. Und die animalische, die simple Liebe muss man bekämpfen. Denn sie ist wie ein Virus, das die Menschen ergreift. Und diese Affekte muss man zurücktreiben und der edlen Vernunft Platz lassen, damit sie herrschen kann. Bist du es wert, geliebt zu werden? Nun, ich kann das nicht beurteilen, aber eben das würde klar werden in einer solchen Prüfung, in der sich zwei Liebende gegenseitig prüfen und dann für liebenswert erklären. Dafür bist du zu jung. Nun, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu jung bin, aber ich glaube, muss individuell entschieden werden, in jeder Beziehung. Ja. Ja, sehr edel. Ja, danke, dass du das geteilt hast. Ja. Nun, es ist mir eine Freude, euch an meiner Weisheit teilhaben zu lassen. Wie war es, eine Freude zuzuhören? Nun, nehmt mein Wort und tragt es in die Welt und liebt edel. Singe Melodie für dich. Ich sing für dich Melodie. Oh nein, oh nein. Hallo. 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 Hey Dino. Hey. Cool, dass du noch gekommen bist. Hey Timo, schön zu sehen. Nur damit du Bescheid weißt, wir reden gerade alle über die Liebe. Jeder darf was sagen, also fühl dich frei, einfach mitzumachen. Freunde, Freunde, Freunde. Die Liebe.
Die Liebe. Clemens? Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Die Liebe ist die Liebe, aber deine Liebe habe ich nicht bekommen. Clemens. Und du bist ein besonderer Mensch. Und ich wollte niemanden so haben wie dich, aber ich weiß nicht. Ich konnte dir wahrscheinlich nicht geben, was du suchtest. Wir lagen da zusammen, wir redeten, philosophierten, aber dein Körper, den wolltest du mir nicht. Entschuldigung. Und ich bewundere dich auch dafür. Du bist der weiseste Mann, den ich je gesehen habe. Und ja, vielleicht ist das einfach nicht. Vielleicht willst du einfach keine körperliche Liebe. Ich weiß nicht, hat jemand anderes schon mal mit Clemens? Wahrscheinlich nicht. Haben Sie? Ist nicht einfach mit ihm. Ich weiß nicht, aber ich will es dir echt nicht übel nehmen. Also ich bewundere dich dafür auch echt. Und vielleicht bist du auch einfach zu alt. Ich weiß es nicht, aber okay. Ja. Ja. Vielleicht. Hast du was dazu zu sagen? Es tut mir leid, ich wollte dich jetzt hier nicht so entblößen. Ist ja auch okay. Es war wohl nichts mit uns. Es ist okay. Ich muss damit leben. Will noch jemanden? Du bist Hans? Ja. Cool. Brauchst du eine Zigarette? Nee. Aber danke. Die ist von Karl. Willkommen, Karl. Wo hast du die her? Aus Pankow. Nice. Sony ist auch eine gute Marke. Uah. Sony ist meine Lieblingsfirma. Ich stell gerade die Click vor. 60 Megapixel. 60. Die 60 Universal erfahren würde. 60 Megapixel? Ja. Das ist so viel. Wow, das ist ja schon. Ist das dann 4K? Safe. 100K. Es geht nämlich. Vor langer Zeit kannte ich eine Person, die hat mir die Liebe beigebracht. Ich dachte nämlich auch mal, dass die Liebe schön und gut ist. Sie hat mir aber erklärt, dass die Liebe das Schöne und das Gute begehrt und dass man das, was man begehrt, noch nicht haben kann. Ich habe gefragt, was soll das heißen? Ist Liebe hässlich und schlecht? Und sie hat zurückgefragt, glaubst du, was nicht schön ist, muss darum sofort hässlich sein? Ja. Und was nicht weise ist, ist sofort schon völlig unwissend?
Oder gibt's da noch was dazwischen? Was denn? Wenn man an etwas Wahres denkt, ohne dass man erklären kann, warum es wahr ist das kein Wissen, aber Unwissen ist es auch nicht. Man denkt ja immerhin an etwas Wahres. Du hast recht. Dann muss etwas nicht Schönes auch nicht hässlich und etwas nicht Gutes nicht schlecht sein. Wenn die Liebe weder gut noch schön ist, muss sie nicht gleich schlecht und hässlich sein. Sie ist halt etwas dazwischen. Sie begehrt das Schöne und Gute und sucht immer nach Wissen. Mal blüht und gedeiht sie, wenn sich ihre Wünsche erfüllt haben, mal stirbt sie wieder dahin und verliert das, was sie mal hatte. Und so bleibt sie immer zwischen Weisheit und Unwissen. Wer weise ist, philosophiert nicht, weil der hat schon Wissen. Wer dumm ist, philosophiert auch nicht, weil der weiß nicht, dass ihm Wissen fehlt. Wer macht denn dann Philosophie? Eben alles, was zwischen Weisheit und Unwissen steht. Und dazu gehört auch die Liebe. Die Weisheit zählt doch zu den allerschönsten Dingen und die Liebe strebt nach dem Schönen. Also ist die Liebe eine Philosophin und steht zwischen Weisheit und Dummheit. Dass du dir die Liebe anders vorstellst, wundert mich nicht. Du meinst, dass die Liebe im Geliebten und nicht im Liebenden liegt. Deswegen erscheint dir die Liebe so schön, weil das Liebenswürdige tatsächlich das Schöne ist. Das Liebende ist aber so, wie ich es meine. Okay, ja, bestimmt hast du recht. Aber was haben denn die Menschen von so einer Liebe? Das will ich versuchen, dir zu erklären. Wir haben gelernt, dass die Liebe das Schöne begehrt. Was würden wir sagen, wenn uns jetzt jemand fragen würde, wenn jemand das Schöne begehrt, was ist denn eigentlich der Zweck seines Begehrens? Dass er es bekommt. Und was genau bekommt jemand, der das Schöne bekommt? Keine Ahnung. Nehmen wir das Gute. Wer das Gute liebt, was begehrt er eigentlich damit? Dass er es bekommt. Und was bekommt jemand, der das Gute bekommt? Der wird glücklich. Gut. Aber glaubst du nicht, dass alle Menschen diesen Wunsch und diese Liebe in sich haben? Wollen nicht alle für immer das Gute besitzen? Oder was meinst du? So wie du sagst. Warum sagen wir denn nicht über alle Leute, dass sie lieben, weil sie alle immer das Gute begehren, sondern nur über manche? Das wundert mich auch. Wunder dich nicht. Wir nehmen nämlich eine bestimmte Art der Liebe und nennen sie beim Namen des Ganzen, Liebe. Für die anderen Arten nehmen wir aber andere Namen. Zum Beispiel, wenn Leute es lieben, Sport zu machen oder Briefmarken zu sammeln, haben wir auch andere, treffendere Wörter als Liebe oder Liebhaber. Ich glaube, du hast recht. Die Liebe kann sich aber auf alles beziehen, solange es etwas Gutes ist. Menschen sind bereit, sich die eigenen Füße abschneiden zu lassen, wenn es für den ganzen Körper schlechter wäre, sie zu behalten. Die Leute lieben nämlich nichts anderes als das Gute. Oder siehst du das anders? Nein. Und weiter müssen wir dazu sagen, dass die Liebe auf den Besitz des Guten gerichtet ist, nämlich den dauernden Besitz? Das müssen wir dazu sagen. Wenn das also der Gegenstand der Liebe ist, auf welche Weise muss man ihn verfolgen? Welcher Tätigkeit könnte das gelingen? Kannst du mir das sagen? Das ist doch gerade, was ich von dir lernen will. Also sag ich's dir. Es ist die Zeugung im Schönen gemäß dem Körper und dem Geiste. Da muss man hell sehen können, um zu verstehen, was du meinst. Dann will ich's dir deutlicher sagen. Alle Menschen haben einen Zeugungsdrang in sich. Wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, strebt unsere Natur danach, zu erzeugen, zu schwängern und schwanger zu werden. Das ist ein göttlicher Akt, den normalsterbliche Wesen vollbringen. Dieser Akt kann nicht da stattfinden, wo es an Einklang fehlt. Zum Göttlichen steht das Hässliche aber im Widerspruch und das Schöne im Einklang. Darum kann die Zeugung nur im Schönen stattfinden. Wenn die zeugungsreife Person sich etwas Schönem nähert, empfindet sie Lust und gerät in Ekstase und erzeugt und gebiert. Wenn sie sich etwas Hässlichem nähert, zieht sie sich traurig in sich selbst zurück und wendet sich ab und zeugt nicht, sondern erleidet Schmerzen. Die Liebe ist nämlich, anders als du glaubst, nicht auf das Schöne an sich gerichtet. Worauf denn sonst? Auf die Erzeugung und Geburt im Schönen. Mag sein. Es ist so. Und warum die Zeugung? Weil die Zeugung die einzige Möglichkeit für den Menschen ist, ewig und unendlich zu sein. Der Aufstieg beginnt, meine Lieben.
Timo, wie fühlst du dich? Großartig. Luis, wie fühlst du dich? Sommerlich. Karl, wie fühlst du dich? Fresh. Ricarda, erzähl mir von deiner Gefühlslage. Ich bin maximal in Urlaubsstimmung. Clemens, wie fühlst du dich? Ich fühle mich lebendig. Die im Körper zeugungslustig sind, zeugen also Kinder, um sich Unsterblichkeit, Andenken und Glückseligkeit für alle Zeiten zu sichern. Es gibt aber auch solche, deren Seele noch zeugungslustiger ist als ihr Körper. Und was wohnt in der Seele? Die Weisheit und alle andere Tugend. Deren Erzeuger sind alle Künstler und Leute, die man als Schaffende bezeichnet. Wenn also jemand hiermit von seiner Jugend an schwanger ist, voll göttlicher Begeisterung, und wenn dann die Zeit zum Gebären und Erzeugen gekommen ist, sucht auch dieser Mensch nach dem Schönen, worin er fruchtbar wird. Im Hässlichen wird er es niemals werden. Wenn er also mit einer schönen Seele in Gemeinschaft kommt, gebiert und erzeugt er, womit er schon lange schwanger war, und gemeinsam ziehen sie das Erzeugte auf und haben eine viel engere Gemeinschaft und eine viel festere Freundschaft als die körperlich veranlagten Menschen, weil sie schönere und unsterblichere Kinder erzeugen. Die Leute wollen wohl eigentlich am liebsten solche Kinder hinterlassen, wenn sie die großen Künstler glücklich preisen für die Werke, die sie hinterlassen und für die sie Ruhm und ein ewiges Andenken genießen. Vielen von ihnen sind für ihre geistigen Kinder schon Heiligtümer errichtet worden, wegen seiner leiblichen Kinder aber noch niemandem. Bis soweit dürftest auch du in die Geheimnisse der Liebe eindringen, mein liebster Clemens. Aber ob du in der Lage bist, das Allerhöchste, worauf das bisherige hinarbeitet, zu erreichen, weiß ich nicht. Ich will es dir wenigstens mitteilen. Versuche mir zu folgen, so gut du kannst. Wenn man nämlich auf dem richtigen Weg dieses Ziel anstrebt, muss man sich in seiner Jugend allerdings den schönen Körpern zuwenden und einen solchen schönen Körper lieben. Dann aber muss man verstehen, dass die Schönheit jedes einzelnen Körpers mit der Schönheit aller anderen Körper verschwistert ist. Und da wäre es unverständig, nicht irgendwann die Schönheit an allen Körpern als eine und dieselbe zu erkennen. Wenn man das aber verstanden hat, muss man sich als Liebhaber aller schönen Körper verstehen und von seiner gewaltigen Leidenschaft für einen einzigen nachlassen. Danach muss man dann die geistige Schönheit weitaus mehr zu schätzen lernen als die des Körpers, so dass, wenn jemand eine liebenswürdige Seele besitzt, egal wie groß oder klein der körperliche Reiz ist, dies einem genügt und man die Person liebt und mit ihr zusammen Reden gebiert. Das führt wiederum dazu, dass man das Schöne in den Bestrebungen, Sitten und allen schönen Handlungen erkennt. Von der Erkenntnis der Handlungen muss man dann zur Erkenntnis der Weisheit und der Schönheit alles Wissens kommen, so dass man auf die Schönheit in ihrer ganzen Fülle hinblickt und nicht mehr auf die Schönheit in einem Körper oder einer Seele oder einer Bestrebung, sondern auf die hohe See des Schönen hinaussteuert und sie mit einem Blick überschlägt, bis man alles in eine einzige Erkenntnis zusammenfasst, die auf ein Schönes gerichtet ist, wie ich es dir jetzt beschreiben will. Versuch du, deine Aufmerksamkeit darauf gespannt zu halten. Mich interessiert ja. Wer nämlich bis hierhin in der richtigen Art und Reihenfolge das Schöne betrachtet hat, wird endlich ein Schönes von wunderbarer Natur erblicken. Und dies ist gerade das, mein lieber Clemens, zu dessen Erreichung alle früheren Mühen aufgewendet wurden. Es ist ein beständig Seiendes, das weder wird noch vergeht und weder zunimmt noch abnimmt, nicht von der einen Seite betrachtet schön, von der anderen Seite hässlich oder mal schön und mal nicht, oder im Vergleich mit der einen Sache schön, aber mit der anderen hässlich, oder teilweise schön und teilweise hässlich,
oder nach der Meinung einiger schön, aber nach der Meinung anderer hässlich ist. Dieses Schöne wird sich nicht darstellen als ein Gesicht oder Hände oder was sonst noch zum Körper gehört, oder als eine Rede oder Erkenntnis, oder überhaupt als etwas, das an etwas anderem ist, sei es an einem Wesen oder an der Erde oder im ganzen Weltraum oder sonst wo, sondern als rein in sich und für sich und ewig sich selber gleich. Alles andere Schöne ist aber nur seiner teilhaftig, wie ein werdendes oder vergehendes dem ihm zugrunde liegenden Prinzip, das nicht mehr oder weniger wird. Wer so das Urschöne selbst zu erblicken beginnt, dürfte seinem Ziel ziemlich nahe gekommen sein. Genau das heißt es, den richtigen Weg der Liebe eingeschlagen zu haben, wenn man um dieses urschönen Willen von dem vielen Schönen ausgeht und von da aus stufenweise fortschreitet, von einem zu zweien und schließlich zu allen schönen Körpern, dann zu den schönen Bestrebungen und von ihnen zu den schönen Erkenntnissen, bis man bei der Erkenntnis ankommt, die die Erkenntnis des Urschönen selber ist, und so schließlich das allein Schöne sieht. Auf diesem Höhepunkt hat das Leben, wenn überhaupt, einen wahren Wert. Ich genieße die Trauer